Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 44 Separate Ways. Irde-Sicht. Hey, Herzchen, aufstehen, wir sind da, vernehme ich eine mir bekannte Stimme immer klarer. Langsam und verschlafen öffne ich meine verheulten Augen. Ich habe die halbe Fahrt lang geweint, bevor ich einfach vor Erschöpfung eingeschlafen bin. Und Ace ist extra für mich die Nacht über durchgefahren, um weit vom quietschgelben U-Boot zu sein. Durch die blendende Sonne kneife ich schnell wieder meine Augen zusammen, bevor ich sie erneut öffne und Ace erleichtert ansehe. Ace ist bei mir. Trafalgar. Traurig senke ich meinen Blick wieder und erneut treibt allein der Gedanke an ihn und seine Worte mir die Tränen in die Augen. Alarmiert hockt sich mein Bruder zu mir runter und streicht mir eine Träne von der Wange. Hör doch endlich auf zu weinen. Dir ist es nicht wert. Versucht er mich mitfühlend zu beruhigen, wobei er den letzten Teil absichtlich gehässig und herablassend betont. Ich habe Ace die ganze Zeit nur vollgeheult. Ihm dann grob alles erzählt, was Trafalgar gesagt hat. Nicht alles, aber das Wichtigste. Und auch, dass wir vorher Sex hatten. Wodurch er sehr wütend wurde und ich lange brauchte, um ihn davon zu überzeugen, nicht zurückzufahren und Law umzubringen. Er hat mich bei meiner ersten Heulattacke vor Ort scheinbar nicht wirklich verstehen können. Man sagt ja, reden hilft, aber ich fühle mich kein Deut besser. Zweifelnd blicke ich auf und nicke anschließend tapfer. Vergiss ihn. Versucht er es weiter, bevor er sich wieder aufrichtet und mir auffordernd eine Hand hinhält. Gerade als ich meinen Arm nach ihm ausstrecken will, halte ich inne und besehe mir meine Klamotten. Ich trage immer noch sein Tanktop, habe ich mir auf die Schnelle nur eine Hotpan angezogen, meine Lederjacke übergeworfen und meine Mütze ergriffen. Gequält sehe ich zu Ace auf und versuche nicht wieder wie ein kleines Kind zu flennen. Erschrocken über meinen Blick nimmt mich Ace sofort im Brautstier auf seine Arme und steigt mit mir vom Striker. Psst, alles gut. Beruhigt er mich und streicht mit dem Daumen meinen Oberarm, bevor er mich zärtlich auf die Stirn küsst. Ich kenne hier ein altes Gasthaus, das Piraten herzlich willkommen heißt, grinst er mir warm entgegen, was mich etwas aufmuntert. Ich liebe diese unbekümmerte und herzensgute Art an ihm. Er ist süß. Denke ich verträumt und lasse meinen Kopf entspannt gegen seine Brust fallen. Schnell sind wir an dem angesprochenen Ort, etwas abgelegen von der Stadt, und Ace lässt mich auf einen Stuhl gleiten. Warte kurz, befiehlt er mir strahlend, geht zügig an einen Tresen und unterhält sich mit einem älteren Mann. Trafalgar. Mit stechendem Herzen besehe ich mir die vielen feinen Narben auf meinem Körper und denke kurz darauf an die vielen Männer, die sich an mir vergriffen haben. Schnell wische ich mir übers Gesicht, als Ace wieder auf mich zukommt. Gleich gibt's endlich was zu essen, ich sterbe fast, jammert er trotz strahlendem Lächeln. Schwach gebe ich es zurück, als plötzlich die Teleschnecke erneut klingelt und damit mein Lächeln augenblicklich erstirbt. Ace sieht erst erschrocken, dann betroffen zu mir, bevor er gereizt nach der Schnecke in der Hosentasche fischt und aufsteht. Obwohl er sich weiter wegstellt, damit ich nicht noch mehr leide, höre ich jedes Wort von ihm. Hör auf zu nerven und geh einen Frosch sezieren, knurrt er angesäuert und legt kurz darauf auf. Also war es doch wieder. Traurig sehe ich zu meinem Bruder. Seufzend begibt er sich wieder an den Tisch und strahlt mich erneut an, als das Essen kommt. Das Trio hat uns Geld gegeben mit der Bedingung, dass Ace sich jeden Abend bei ihnen meldet. Oh, endlich! Reißt er mich erneut aus meinem Trübsal. Ich belächle ihn für einen Moment, bevor ich versuche, zumindest ein wenig herunterzuwürgen. Habe ich keinen Appetit, geschweige denn Hunger. Mir entgehen die besorgten Blicke aber ebenfalls nicht, weswegen ich die Hälfte des Tellers runtergezwungen habe und nun meinen Teller zu ihm rüberschiebe. Er legt für einen Moment den Kopf schief, nimmt das zusätzliche Essen aber trotzdem an. Mitten beim Essen schlägt sein Kopf auf die Reste im Teller und ein leises Schnarchen ist zu hören. Diesmal ehrlich, muss ich ein wenig grinsen. Nach dem Essen hat mir Ace einen Zimmerschlüssel in die Hand gedrückt und gemeint, er wolle noch etwas erledigen und ich solle ruhig vorgehen. Betrübt öffne ich die Tür zu unserem Zimmer, schließe sie kurz darauf wieder und sehe mich lustlos im Raum um. Ich fühle mich so leer. Für ein Hotelzimmer ist es ziemlich stilvoll eingerichtet. Sofort steuere ich das kleine Buchregal an und sehe mir den Inhalt an. Ich frage mich, wieso es hier steht. Schließlich wäre es einfach, ein paar der Bücher mitgehen zu lassen. Verwerfe den Gedanken aber kurz darauf. Bald entscheide ich mich für einen Liebesroman, in dem es darum geht, dass eine Frau mit gebrochenem Herzen zurückgelassen wird. Passt irgendwie zu meiner Stimmung. Zielgerichtet gehe ich auf das helle Sofa zu und lasse mich weiterhin mit schlechter Laune fallen. Weinend sitzt eine Frau Mitte 20 auf den Felsen an den Klippen und wartet auf die Rückkehr ihres Mannes. Vereinzelte Tränen finden den Weg auf ihre Wangen und dann auf den steinernen Boden. Allein der Anfang ist deprimierend.
Und traurigerweise passend. Genau in dem Moment, als ich Kapitel 13 zu Ende gelesen habe, klopft es an der Tür und ich schließe neugierig das Buch. Ich sehe durch das kleine Fenster in der Tür und sehe Ace breit grinsend auf der anderen Seite. Ruhig öffne ich die Tür und lasse ihn eintreten. In seiner Hand legt er eine Tüte, die er mir sofort überreicht. Verwirrt nehme ich sie entgegen und öffne sie dann neugierig. Ein leichtes Lächeln stiehlt sich auf meine Lippen. Hat er mir nur wegen meinem Blick von vorhin neue Klamotten gekauft? Das Trio hat ihm einfach, ohne dass man es hätte ablehnen können, Geld in die Hand gedrückt und mir dann betroffen und traurig viel Glück und eine gute Reise gewünscht. Sie schienen zu wissen, dass es nicht nur eine kleine Runde um den Block wird, beziehungsweise, dass ich nicht nur ein paar Tage wegbleibe und dass es nicht nur ein kleiner Streit war, den man hätte schlichten können. Still gehe ich auf meinen Bruder zu, stelle mich auf die Zehenspitze und umarme ihn fest. Glücklich erwidert er die Umarmung und hebt mich kurzerhand hoch. Sobald meine Füße wieder den Boden berühren, kippe ich den Inhalt der Tüte ungeduldig aus und musterte die Kleidung. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie er sich gegen den Türrahmen lehnt und mich warm anlächelt und beobachtet. Er hat genau meinen Geschmack getroffen, und im Gegensatz zu Sashi macht es ihm nichts aus, wenn ich halbnackt mit eng anliegenden oder knappen Klamotten herumlaufe. Zumindest so lange nicht, bis mich Leute anfangen zu belästigen. Dann ist er sofort mit entbranntem Körper hinter mir und starrt sie einschüchternd an. Sofort stelle ich mir ein neues Outfit zusammen, nehme den Haufen mit in das angrenzende Badezimmer und verabschiede mich mit einer kurzen Handbewegung. Warte! Hält er mich zurück. Fragend bleibe ich in der offenen Tür stehen und gehe noch einmal zurück. Tut mir leid, dass ich frage, aber was empfindest du für ihn? Er erwähnt absichtlich nicht seinen Namen. Doch nützt das nichts, wenn man weiß, wer gemeint ist. Ich senke betroffen meinen Blick und beiß mir auf meine Unterlippe. Ich denke, ich mag ihn etwas zu gern. Ace sucht nach den passenden Worten. Immer noch? Ich sehe ihn mit Tränen in den Augen an. Warum bin ich nicht stärker? Gefühle gehen nicht einfach so weg. Auch wenn er mir immer wieder wehtut, will ich ihn irgendwann wiedersehen. Ace erwidert mit einem undefinierbaren Blick den meinen. Er kommt langsam auf mich zu. Ich will nicht, dass du ihn wiedersiehst. Ich will nicht, dass er dich weiter verletzt, sagt er mir ernster, als ich es von ihm gewohnt bin. Das wäre der sinnvolle Schluss. Aber es tut auch weh, ihn nicht zu sehen und so weit weg von ihm zu sein. Erkläre ich ihm, und eine Träne schafft es, den Weg auf meine Wange zu finden. Sofort wischt er sie mit dem Daumen fort und schließt mich in seine Arme. Ich würde dir so gern helfen, den Schmerz nehmen und dich beschützen, gesteht er mir leise, weswegen ich ihn fest in die Arme nehme und glücklich lächeln muss. Danke, Brüderchen. Er lässt mich los, hebt die Sachen auf, die ich habe fallen lassen, um ihn zu umarmen, und schiebt mich liebevoll ins Badezimmer. Schnell bin ich geduscht und neu eingekleidet, kann auf die Jacke und Mütze jedoch nicht verzichten. Bruderherz? Frage ich, während ich mir die Haare trocken dubble. Der Angesprochene sieht abwartend auf. Ich bin auch kurz in der Stadt, informiere ich ihn und streife mir meine Jacke über. Ace mustert mich besorgt und in seinen Augen erkenne ich auch etwas Angst. Keine Sorge, bin bald wieder da. Versprochen. Versichere ich ihm, lächle ihm schwach entgegen und verlasse unser Zimmer. Keine Sorge, ich lasse dich nicht noch einmal allein. Seine Sicht. Nach dem Frühstück sitzen, wie gewohnt, das Trio und der Kapitän noch am Tisch, während der Rest der Crew bereits an ihre Arbeit gegangen ist. Die Spannung, die in der Luft liegt, ist greifbar. Sashida ist als erster der Geduldsfaden. Schnell richtet er sich auf und schlägt mit den Händen auf die Tischplatte, sodass sein Stuhl umkippt. Desinteressiert hebt der Kapitän den Blick und sieht seinen Nakama emotionslos an. »Was hast du gemacht, dass sie geht?« fragt er, einfach gerade heraus und versucht dabei nicht wütend zu klingen. Interessiert und anschuldigend richten sich alle Blicke auf Trafalgar. »Ach, vergiss es!« knurrt Sashi wütend mit einer abfälligen Handbewegung und stampft aus der Kantine. Ohne einen Kommentar folgt auch Penguin ihm, der nur anschuldigend einen Blick zu seinem Kapitän wirft. Beppo sieht erwartungsvoll und abwartend zu seinem besten Freund. »Was?« fragt Law irritiert, leicht genervt nach. »Du willst nicht einmal mir sagen, was passiert ist?« fragt er etwas überrascht und enttäuscht nach. Bei dem traurigen Blick, den der große Bert drauf hat, seufzt der Arzt schwer und lässt den Kopf ergeben hängen. »Ich dachte, du liebst sie«, stellt der Vize mehr klar, als dass er fragt, und sieht verständnislos zu seinem niedergeschlagenen Nakama.
Dieser sieht ungewohnt nervös und erschrocken auf, während sich ein leichter Dotschim auf seine Wangen legt. Der große Bär hat das Offensichtliche noch nie so direkt ausgesprochen und er selbst auch nicht. Mit einem Blick, der sagt, ich habe recht, du weißt das und ich weiß das, sieht ihn der Bär an. Der Kapitän sieht wortlos zur Seite, was dem Bären als Antwort genügt. Und wieso hast du es ihr nicht gesagt? Mit glasigen Augen und betrübtem Blick legt er seinen Kopf in der Handinnenfläche ab und sieht weiterhin still zur Seite. Der Bär kannte ihn besser als kein anderer. Er brauchte sich nicht zu überwinden und zu reden. Entnervt verschränkt der Bär seine Arme und lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Aha. Und was hast du ihr gesagt, dass sie Hals über Kopf verschwindet? Fragt der Bär skeptisch weiter, woraufhin der Angesprochene sich verzweifelt die Haare rauft, aufsteht und den Tisch gegen die Wand tritt. Fuck, ich hab keine Ahnung. Ich hab die ganze Zeit nur Scheiße gelabert. Er regte sich lautstark auf, bevor er von einer Sekunde auf die andere wieder vollkommen ruhig und beherrscht seinen Stuhl hinstellt und Platz nimmt. Beppo ist schon seit längerem aufgefallen, dass sich der Kapitän immer weniger unter Kontrolle hat, seit die Kleine bei ihnen war, und dass, wenn sie endlich zueinander finden würden, sie ihn und er sie positiv bereichern und ergänzen würde. »Wieso hast du dich nicht telefonisch entschuldigt?« stutzt der Bär. Eine Wutader erscheint in dem Gesicht seines Freundes, der sofort eine Teleschnecke hervorholt und gereizt eine Nummer wählt. Schnell ist auf Lautsprecher geschaltet und gleich darauf das Geräusch zu hören, das jemand abnimmt. »Sadhana?« fragt der Arzt zum wiederholten Male hoffnungsvoll an die Schnecke gewandt. »Alter, sie will nicht mit dir reden. Geh einen Patienten verstümmeln oder was weiß ich, aber hör auf, hier anzurufen.« Tick, gotcha. Mit einem »Siehst du« Blick wendet sich der Tätowierte an seinen Vize, bevor er wütend ebenfalls auflegt. Nachdenklich greift nun Beppo nach der Schnecke und ruft erneut bei Ace an. »Hallo, Entschuldige, Kleines?« »Beppo?« kommt es verwundert von Ace. Der Bär bejaht und plötzlich strahlt die Schnecke regelrecht und es ist nichts mehr von der miesen Stimmung von zuvor zu spüren. Mit neuer Hoffnung und einem erleichterten Grinsen auf den Lippen starrt Lord den Bären an. »Ach, tut mir leid, die Kleine ist gerade in der Stadt, die kommt erst später wieder«, erklärt der Hutträger lachend. »Hör mal, Law will sich nur entschuldigen«, beginnt Beppo, wird jedoch augenblicklich unterbrochen. »Hey, hör mir mal ganz genau zu. Dieser Idiot von Kapitän hat etwas gebracht, was ihr das Herz gebrochen und ihre Seele zersplittert hat. Der braucht ihr nicht angekrochen zu kommen. Ich bekomme sie immer noch nicht zum Lachen und sobald sie nur eine Sekunde an diesen Drecksarzt denkt, heult sie stundenlang ununterbrochen. Eines kannst du ihm ausrichten. Mit nettem Gruß von Ace. Ich lasse diesen Freak keinen Meter mehr an meine Schwester ran. Bye, Beppo.« Ace wurde während seines Monologs immer lauter und aufgebrachter, bis er schließlich kochend vor Wut aufgelegt hat. Law sieht betroffen zu Boden. Sie weint immer noch wegen mir. Womit habe ich sie denn verletzt? Eigentlich habe ich es mehr als nur verdient, dass ich sie nicht mehr zu sprechen bekomme. Unbewusst leitet seine Hand zu dem großen Pflaster an seiner Wange, wo ihn ihre kräftige Schelle erwischt hat. Noch immer schmerzt die Stelle. Habe ich sie wirklich verloren? Nur weil ich auf etwas eifersüchtig war, was wahrscheinlich eh nicht da ist? Fuck.